Das Pferd begann auf den Sarg einzutreten, und als der Deckel brach, waren alle Anwesenden fassungslos, als sie das Geräusch eines Weinens aus dem Inneren vernahmen. Alan, ein 60-jähriger Landwirt, lebte auf seinem weitläufigen Anwesen, umgeben von seiner geliebten Familie. Schon seit seiner Kindheit war er stets von Tieren umgeben. Seine Eltern waren große Bewunderer des Tierlebens und kümmerten sich um Rinder, Pferde und eine Vielzahl von Haustieren. Von klein auf lernte Alan, das Vertrauen der Tiere zu gewinnen. Auf irgendeine Weise schienen die Tiere eine besondere Verbindung zu ihm zu spüren. Unter all den Tieren, mit denen er aufwuchs, faszinierten ihn die Pferde am meisten. Schon als kleiner Junge stand Alan vor allen anderen auf und lief zu den Ställen, wo er mit Hingabe das Fell und die prachtvollen Mähnen der Pferde bürstete und sie fütterte. Die Zuneigung war gegenseitig. Die Pferde wieherten stets freudig, wenn sie ihn kommen sahen. Es war keine Überraschung, als er die Farm erbte und die Familientraditionen nach dem Tod seiner Eltern fortsetzte. Mit 48 Jahren kreuzte sich sein Weg mit dem eines ganz besonderen Pferdes. Eines Tages, während er Pferdefutter verkaufte, hörte Alan, wie ein Kunde davon sprach, ein neugeborenes Fohlen einschläfern zu müssen. Ohne zu zögern bat Alan um nähere Informationen. Der Mann erklärte, dass die Mutter des Fohlens bei der Geburt schwere Komplikationen hatte und innerhalb weniger Stunden verstorben war. Zudem sei das Fohlen extrem schwach und krank zur Welt gekommen und habe möglicherweise eine schwere Erbkrankheit. Der Besitzer sah keine Hoffnung. Das kleine Pferd war mager, fast blind und nach seinen Worten würde es kaum noch einige Tage überleben. Es am Leben zu erhalten wäre eine sinnlose Ausgabe und die Einschläferung schien die praktischste Lösung. Alans Herz füllte sich mit Mitgefühl für das wehrlose Fohlen. Er musste das Tier mit eigenen Augen sehen. Als er die Farm erreichte, zog sich sein Brustkorb schmerzlich zusammen, als er die kleine Kreatur sah. Das Fohlen war noch schwächer, als er es sich vorgestellt hatte, mit einem traurigen, fast resignierten Blick. Alan war tief erschüttert, als er bemerkte, dass die Besitzer keinerlei Interesse an dem Fohlen zeigten. Sie hatten ihm nicht einmal eine Überlebenschance gegeben. In einem impulsiven Moment überraschte Alan alle, indem er anbot, das Tier zu kaufen. Die Besitzer sahen ihn ungläubig an, als hätte er etwas Absurdes gesagt. Sie versuchten, ihn davon zu überzeugen, dass es reine Zeitverschwendung wäre. »Siehst du nicht, wie schwach und krank es ist? Es hat keine Chance, lange zu überleben.« Einer der Männer sprach mit herablassendem Ton, als wollte er Alan die Augen für seine scheinbar irrationale Entscheidung öffnen. Doch Alan war bereits entschlossen. Er sah etwas, das die anderen nicht erkannten, einen Funken Leben in dem Fohlen, den er um jeden Preis beschützen wollte. Alan wusste, dass er das Leben dieses Tieres verändern konnte, unabhängig von den Meinungen anderer. Seine Erfahrung mit Pferden sagte ihm, dass es sich lohnte, es zu versuchen. Nach einiger Überzeugungsarbeit willigte der Bauer schließlich ein, das Fohlen zu verkaufen. Doch er gab eine letzte Warnung. »Komm nicht zurück und verlange dein Geld zurück. Dieses Pferd wird wahrscheinlich nicht lange leben.« Alan akzeptierte die Bedingungen ohne zu zögern und sorgte dafür, das Fohlen so schnell wie möglich dort wegzubringen. Das Tier lag am Boden völlig entkräftet. Es schien bereits aufgegeben zu haben, doch Alan erkannte einen verborgenen Funken Hoffnung in seinen Augen. Mit größter Vorsicht luden sie das Fohlen auf den Transporter und Alan begann die Rückfahrt zu seiner Farm, einem friedlichen Ort am Stadtrand, umgeben von weiten Feldern. Kaum angekommen, rief er sofort einen Tierarzt, um das Fohlen untersuchen zu lassen. Alan kannte sich mit Pferden aus, doch er wusste, dass das Tier spezialisierte Pflege benötigte. Der Tierarzt empfahl, das Fohlen für genauere Untersuchungen in eine nahegelegene Tierklinik zu bringen. Ohne zu zögern fuhr Alan dorthin, fest entschlossen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um das Tier zu retten. Nach einer Reihe von Untersuchungen seufzte der Tierarzt und verkündete die niederschmetternde Nachricht: Dieses Fohlen wird kaum das Erwachsenenalter erreichen. Tatsächlich wird es ein Wunder sein, wenn es auch nur ein paar Monate überlebt, selbst mit bester Pflege. Alan hörte aufmerksam zu, ließ sich aber nicht entmutigen. Er wusste, dass Liebe und Hingabe Wunder bewirken konnten. Mit fester Stimme antwortete er:
Ich werde alles tun, um es zu retten. Er taufte das Fohlen auf den Namen Tiago und beschloss, so lange an seiner Seite zu bleiben, wie es nötig war. Entgegen aller Erwartungen begann Tiago sein Schicksal herauszufordern. Das erste Jahr verging, dann das zweite, das dritte. Das Fohlen, das nicht überleben sollte, erreichte die 5-Jahres-Marke, kräftig und gesund. 5 Jahre später war Tiago der lebendige Beweis dafür, dass Hoffnung und Fürsorge Leben verändern können. Das einst schwache und kranke Tier, das Alan gerettet hatte, war zu einem imposanten, energiegeladenen und verspielten Pferd herangewachsen. Sein freier Geist und seine überschäumende Energie fielen jedem auf. Die Bindung zwischen Tiago und Alan war so stark, dass die Farmarbeiter und Alans Familie oft scherzten, dass das Pferd ihn wahrscheinlich als Vater betrachtete. Es war eine wahre, unerschütterliche Verbindung. Tiago wich Alan nicht von der Seite, folgte ihm überall hin, mit glänzenden Augen voller Liebe und Loyalität. Alan wiederum pflegte zu sagen, dass er dem Pferd so viel Pflege, Zuneigung und Geduld geschenkt hatte, dass es einfach keine andere Wahl hatte, als stark und gesund zu werden. Gemeinsam hatten sie einen schwierigen Anfang überwunden und eine unzerstörbare Bindung aufgebaut. Doch Jahre später erkrankte Alan schwer. Seine Gesundheit verschlechterte sich rapide und bald war er nicht mehr in der Lage, sich um die Farm zu kümmern. Was einst seine größte Leidenschaft war, wurde zu einer unüberwindbaren Herausforderung. Seine Schwäche beunruhigte seine Familie zutiefst. Seine Frau und seine Kinder, unterstützt von den Arbeitern der Farm, bemühten sich noch mehr, um alles am Laufen zu halten. Währenddessen tat Alan, was er konnte. Er beaufsichtigte die Arbeit und versuchte, trotz seiner Einschränkungen präsent zu bleiben. Doch Tiago war kein gewöhnliches Pferd. Er war etwas Besonderes. Seine ausdrucksstarken Augen verrieten eine seltene Intelligenz und ein gütiges Herz, etwas, das jeder spüren konnte. Nachts, wenn Alan in seinem Schaukelstuhl auf der Veranda ruhte, erschien Tiago lautlos und rannte zum Haus. Das Pferd legte sich neben Alan in einer stillen Geste der Gesellschaft und des Trostes. Diese Routine wiederholte sich jeden Tag, sowohl im Morgengrauen als auch bei Sonnenuntergang. Doch mit der Zeit verschlechterte sich Alans Gesundheitszustand weiter und eines Tages erlitt er einen Herzinfarkt, während er sich im Garten ausruhte. Trotz der schnellen Reaktion seiner Familie überlebte Alan nicht. Sein plötzlicher Tod hatte einen tiefen Einfluss auf die gesamte Gemeinschaft, denn er war ein allseits geschätzter Mensch. Nach den Familientraditionen bereiteten sie seinen Körper für die Totenwache und Beerdigung vor. Mit Respekt wuschen sie seinen Körper, hüllten ihn in ein Leinentuch und legten ihn in einen Holzsarg. Freunde und Nachbarn versammelten sich, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Doch was dann geschah, überraschte alle. Während die Prozession in Richtung Friedhof zog, waren in der Ferne laute, entschlossene Wiehern zu hören. Die Arbeiter der Farm versuchten, Tiago im Stall einzusperren, doch das Pferd durchbrach mit erstaunlicher Kraft die Tür und galoppierte mit einer beängstigenden Geschwindigkeit los. Es schien genau zu wissen, was geschah. Mit festen, schweren Schritten preschte Tiago auf den Trauerzug zu. Sein klagendes Wiehern hallte durch die ganze Stadt. Alle auf dem Friedhof waren bereits von Alans Verlust erschüttert, doch als sie das Pferd auf den Sarg zurasen sahen, wich die Trauer einem Gefühl von Staunen und Furcht. Die Menschen traten schnell zurück, aus Angst vor dem, was geschehen könnte. Doch Tiago hielt nicht inne und stieß mit seinen Hufen gegen den Sarg, als wollte er mit seinem langjährigen Freund sprechen. Alle wussten, dass das Pferd keinen Schaden anrichten wollte. Es drückte lediglich seinen unermesslichen Schmerz aus, aber seine Qual war so intensiv, dass die Szene beängstigend wirkte. Tiago war untröstlich und niemand wusste, wie man ihn beruhigen konnte. Die Bindung zwischen ihm und Alan war so stark, dass das Pferd sich einfach weigerte, den Tod seines Besitzers zu akzeptieren. Gerade als einige versuchten, ihn zurückzuhalten, geschah das Unglaubliche. Mit einem gezielten Hufschlag durchbrach Tiago den Sargdeckel. Doch statt weiter zuzuschlagen, senkte er den Kopf und schnupperte an Alans Körper, als wollte er seine Anwesenheit spüren. Die Anwesenden erstarrten. Die Luft war von Spannung erfüllt,
und eine absolute Stille legte sich über die Menge. Dann geschah etwas noch Unglaublicheres. Ein dumpfes Geräusch kam aus dem Sarg, ein Stöhnen. Alan bewegte sich unerwartet und riss mit einem Schrei die Arme hoch, aus dem, was sein ewiger Schlaf hätte sein sollen. Panik brach aus. Einige schrien und flohen, während Alans Familie und seine engsten Freunde wie gelähmt vor Schock dastanden. Alan, verwirrt und mit Tränen in den Augen, begriff langsam, was geschehen war und rief aus, dass er beinahe lebendig begraben worden wäre. Die anfängliche Verwirrung wich Erleichterung. Ein wahres Wunder war geschehen. Familie und Freunde weinten vor Freude, als sie erkannten, dass Thiago seinen Besitzer auf wundersame Weise vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt hatte. Bald wurde ein Spezialist gerufen, um eine Erklärung für das Geschehene zu liefern. Obwohl Alans Geschichte übernatürlich wirkte, erklärte der Arzt, dass er höchstwahrscheinlich an Katalepsie gelitten hatte, einer seltenen Erkrankung, die den Tod vortäuscht. Dieser Zustand verursacht völlige Bewegungsunfähigkeit, den Verlust der Sensibilität und extrem schwache Vitalzeichen, wodurch er leicht mit dem Tod verwechselt werden kann. Doch was diese Geschichte wirklich außergewöhnlich machte, war die Verbindung zwischen Alan und Thiago. Irgendwie hatte das Pferd gespürt, dass sein Freund noch am Leben war und so eine Tragödie verhindert. Wer hätte gedacht, dass das einst schwache und kranke Fohlen, das vor Jahren gerettet wurde, nicht nur ein treuer Begleiter, sondern auch der Retter seines Besitzers werden würde. Und nun, liebe Zuschauer, was denkt ihr über diese ergreifende Geschichte voller Loyalität und einer Verbindung, die jeglicher Logik trotzt? Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein Gefällt mir und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.